In einem Video über die Bruttopreise und Nettopreise bei den Tankpreisen habe ich erzählt, dass die Europäische Union jede Woche diese Preise für alle EU-Länder bekannt gibt. Das sind Durchschnittspreise und das Video hat dazu geführt, dass einige gefragt haben, ob ich nicht ein Video über die gesamten Länder machen kann, weil ich habe die 3 günstigsten und die 3 teuersten angeführt. Und dem komme ich gerne nach und schauen wir mal, wie groß das Interesse ist. Und damit herzlich willkommen zu einem Video über die Tankpreise. In der ersten Tabelle schauen wir uns an, wie die Benzinpreise im März 2023 gelegen sind, und zwar in den ersten Tagen des März. Also das bezieht sich auf die erste Veröffentlichung der Preise. Und wenn wir uns die Rangliste anschauen, dann sehen wir, dass man in Bulgarien am günstigsten einkaufen kann bzw. tanken kann. Der Preis liegt bei 1,30. Erstaunlich ist, wenn man sich das Ganze anschaut, für den gleichen Liter Benzin zahlt man zum gleichen Zeitpunkt in Bulgarien 1,30 und in Dänemark fast 2 Euro. Das ist schon ziemlich heftig. Ich habe im Video über die Brutto- und Nettopreise den Unterschied erklärt aufgrund der Steuern und der Abgaben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Und daher kann man zum Beispiel in Luxemburg traditionell günstiger einkaufen als etwa, wenn man mit seinem Fahrzeug, auch mit seinem Motorrad oder was auch immer, in Frankreich zum Beispiel eine Tankladung erwerben möchte. Weil da Frankreich, das habe ich auch im Video erzählt, ist momentan ein sehr teures Pflaster, wie man in der Redewendung gerne sagt. Und wenn man sich jetzt die ganze Geschichte anschaut, wo ist zum Beispiel Österreich? Österreich ist auf Platz 10 Anfang März mit 1,58,1. Deutschland ist weit dahinter auf Platz 21 von 26 Ländern. Ein Land habe ich ausgeklammert, nämlich Malta. Das hat den Grund, weil Malta sich irgendwelche Beträge überlegt hat und die melden sie seit 1,5 Jahren ununterbrochen. Das heißt, die haben keinerlei Wert und wie weit sie stimmen, ist die Frage, sind für den Vergleich nicht wirklich relevant. Gut. Wo tankt man am günstigsten? In Bulgarien, in Rumänien und in Slowenien. Zypern und Polen folgen danach. Das beliebte Urlaubsland Kroatien ist recht günstig. Litauen ist ebenfalls noch dabei und Luxemburg. Und dann wird es vom Preis her schon höher. Das sind wir dann bei Ländern wie Slowakei, Österreich, Tschechien, auch Ungarn. Latvia, viele kennen es noch als Lettland, Irland, Spanien und dann sind wir bei Portugal. Belgien ist schon recht teuer, Estland auch, was eigentlich erstaunlich ist. Estland ist relativ teuer, während zum Beispiel Latvia und Litauen deutlich günstiger sind. Schweden ist hier auch bei den teureren, aber nicht die teuersten. Die Niederlande ist immer weit hinten und Deutschland ist beim Benzin auch sehr teuer. Erstaunlicherweise fast so teuer wie Italien. Italien hat das Image, dass man an der Tankstelle wirklich viel Geld braucht. Dann kommt Frankreich, Griechenland und dann die nordischen Staaten mit Finnland und Dänemark, wobei die beiden deutlich über Schweden liegen. Das heißt, auch wenn die gleiche Region ist, kann es erhebliche Unterschiede geben und das ist schon einigermaßen erstaunlich. Was ich auf dieser Liste gemacht habe, ich habe geschaut, ob die Länder immer gleich gereiht sind und habe das verglichen mit den ersten Preisangaben vom Februar. Das heißt, wir haben so eine Art Hitparade von Platz 1 bis Platz 26. Wir stellen fest, Dänemark war auch da am teuersten, Finnland auf dem zweitteuersten Rang, aber dann wechselt die Sache schon. Griechenland wurde teurer, Frankreich ein bisschen günstiger. Wir sehen auch, dass
der Benzinpreis etwas nachgegeben hat, aber nicht viel. Ungarn hat den gleichen Preis gemeldet, also Februar und März gleich hoch. Und sonst ist die Unterscheidung eigentlich eher vernachlässigbar, kann man sagen. Wie schaut es vorne aus? Bulgarien war zweitgünstigster im Februar und ist jetzt auf Platz 1. Rumänien ist von 3 auf 2 und Slowenien auf 3, aber das sind nicht so wirklich großartige Unterschiede, wobei man hier sehen kann, dass in Slowenien der Preis leicht angezogen hat, bei den anderen ist er fast gleich geblieben. Das heißt, wenn man sich das anschaut, Zypern hat den Platz gehalten, aber es gibt zum Beispiel Österreich, das um 3 Plätze gewonnen hat, Tschechien um 2 verloren. Wir sehen also, dass da immer eine Bewegung ist. Man kann jetzt nicht sagen, die Länder sind von 1 bis 26 gereiht und das ist jeden Monat gleich. Und das ist nicht unwichtig, wenn man zum Beispiel in der Nähe einer Grenze wohnt und sich überlegen kann, ob man einen Grenzbesuch wagt und günstiger tankt. Das kennt man auch unter dem Begriff Tanktourismus. Schauen wir uns die zweite Liste an, und zwar das gleiche Spiel, diesmal aber mit den Dieselpreisen. Da ist auf Platz 1 Bulgarien, gefolgt von Rumänien und Slowenien, also die gleichen Länder. Dann kommt aber Portugal. Rein Interesse halber. Portugal ist beim Benzin zum Beispiel auf Platz 16. Das heißt, es hängt stark vom Treibstoff ab, in welchem Land es günstiger oder teurer wird. Polen ist in etwa gleich. Luxemburg ist wieder günstig, sogar besser gereiht als beim Benzin. Dann kommt Tschechien, Slowakei, Kroatien und Zypern. Also Kroatien ist nicht nur ein schönes Urlaubsland mit dem Meer, sondern man tankt da auch deutlich günstiger als etwa in Mitteleuropa. Dann kommt Spanien, Litauen, Latvia, Ungarn, die Niederlande und Österreich findet man erst am 16. Platz. Irland, Belgien, Estland, Griechenland, Dänemark, das am letzten Platz ist bei den Benzinpreisen. Aber so wirklich ein Schnäppchen ist der Dieselpreis auch nicht wirklich. Deutschland nur auf Platz 22, Frankreich wieder weit hinten, Italien, Finnland und Schweden. Also Schweden ist hier von den nordischen Ländern am teuersten. Bezogen wieder auf die ersten Angaben der Preise im März. Und wenn man den Vergleich wieder mit dem Februar heranzieht, dann war Bulgarien auch im Februar am günstigsten. Danach kommen aber einige Sprünge. Rumänien und Slowenien haben den Platz getauscht. Portugal wurde deutlich günstiger und hat 5 Plätze gewonnen. Und man sieht, dass hier doch im Gegensatz zum Benzin größere Sprünge gegeben sind. Zypern ist auf einmal auf Platz 10, war im Februar auf Platz 4. Das heißt, das hängt auch davon ab, ob die Länder beispielsweise jetzt Anfang 2023 auf die Inflationsrate reagiert haben und verschiedene Regelungen eingeführt haben oder bestimmte Regelungen, Preisbremsen abgelaufen sind. Und das kann schon einen enormen Effekt nach sich ziehen. Österreich hat sein Niveau in etwa gehalten, einen Platz gewonnen, Deutschland einen verloren. Und insgesamt ist es natürlich schon ein Hammer, wenn man sich überlegt, der gleiche Liter Diesel kostet in Bulgarien 1,43 und in Schweden über 2 Euro. Also wenn man sich das anschaut, insgesamt kann man sagen, dass bei den meisten Ländern, ich schaue gerade, ja, außer in Slowenien hat der Dieselpreis nachgegeben. Zum Teil eigentlich recht deutlich, aber es ist natürlich weiterhin, wenn man auf das Auto angewiesen ist oder auch wenn man viel mit dem Motorrad dann fährt, ist natürlich das schon eine ziemlich teure Geschichte. Und
Es zeigt halt, dass die Liste, man kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, von 1 bis 26 weiß ich jetzt, wer billig ist und wer weniger. Und das gilt das ganze Jahr. Wir haben hier einen Vergleich von nur einem Monat Differenz und sieht, dass da manche Länder um 4 Plätze gewonnen und manche um 4 verloren haben. Das heißt, es ist eine sehr große Dynamik an der Tankstelle festzustellen. Was wichtig ist zum Verständnis, diese Preise sind natürlich Durchschnittspreise. Das habe ich schon einmal erzählt, dass zum Beispiel ein deutscher Gast in Innsbruck einen ganz anderen Preis erleben wird als zum Beispiel in Wien. Und das wird in Deutschland nicht anders sein, ob man jetzt in München tankt oder in Hamburg. Das heißt, diese lokalen Informationen kann diese Liste natürlich nicht abbilden. Wenn ich aber beispielsweise von Deutschland über Österreich, von mir aus über Slowenien bis nach Kroatien auf Urlaub fahre, dann habe ich 4 Länder und dann kann ich sehr wohl mir überlegen, wo ich eine volle Tankladung mir hole, weil da kann schon einiges an Geld eingespart werden. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das sehr interessant und vielleicht auch überraschend war. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.